Eater, ich brauche Hilfe. Hast du die Schreie gehört? Das war Rumi und sie kamen aus der Toilette. Wir müssen sofort die Überwachungskameras anschauen, nicht dass Toilet Eater zurück ist. Da ist wirklich Rumi und sie kämpft gegen Toilet Eater. Aber Toilet Eater ist viel stärker. Rumi schafft es nicht. Toilet Eater hat jetzt auf einmal Rumi aufgegessen. Rumi ist einfach in der Toilette verschwunden. Und ihr könnt es sehen, hier sind die scharfen Zähne von dem Toilettenfresser. Da ist das Wasser, aber keine Rumi mehr. Diese Toilette ist nur 1 Minute von unserem Zuhause entfernt. Genau diese Toilette habe ich auch schon einmal benutzt, aber da war kein Toilettenfresser da. Wir müssen jetzt zusammen mit euch Rumi retten, denn der Toilettenfresser hält sie gefangen. Deswegen fliegen wir mit unserer Drohne jetzt alle Toiletten ab. Toilet Eater, wenn du hier bist, lass Rumi frei. Rumi, wenn du hier bist, gib mir ein Zeichen. Wir werden jetzt zusammen mit euch Rumi retten und unsere Drohne aus dieser Toilette starten. Mit eurer Hilfe können wir Toilet Eater besiegen. Da ist Rumi und da ist der Toilet Eater. Er fährt weg. Ihr seht, die Toilette hat Räder und fährt weg. Hast du gesehen, wie schnell? Wir müssen hinterherfliegen mit der Drohne. Ich flieg sofort hinterher, aber die ist viel zu schnell. Wo ist sie hin? So eine schnelle Toilette habe ich ja noch nie gesehen und da ist ausgerechnet Rumi drin. Ich folge jetzt diesem Auto. Vielleicht folgt dem Auto ja der Toilette. Ja, aber wir suchen natürlich den Toilet Eater auf Rädern. Wow! Die Drohne ist gecrashed. Weil du zu schnell geflogen bist. Ich bin, glaube ich, gegen den Seil geflogen. Kannst du sie noch starten? Ihr müsst das Handy jetzt umdrehen. Die Drohne liegt auf dem Kopf. Ich kann sie nicht mehr starten. Oh nein, da ist Toilet Eater. Nein, vorbei. Nein, was machen wir denn jetzt? Starte die Drohne. Bring sie in die Luft. Lass uns zurück zur Karte gehen. Wir hatten echt Glück. Wir haben Rumi sofort beim Supermarkt entdeckt. Aber der Toilettenfresser ist wieder zurück in die Kanalisation abgehauen und kann sich jetzt überall verstecken. Entweder ist der Toilettenfresser zum Boot gegangen oder zum Wald. Dann fliegen wir jetzt einfach mit euch zusammen direkt zum Wald und hoffen, dass wir den Toilet Eater finden. Und Rumi retten können. Wenn wir hier niemanden finden, fliegen wir direkt zum nächsten Ort. Aus diesem Grund schaltet nicht ab. Schaut mal, wie groß das Kino ist. Da ist ja gar niemand. Da ist überhaupt kein Mensch, wieder wie beim Schwimmbad. Bedeutet das etwa, hier sind wieder Toilet Eater, wenn kein Mensch da ist? Das kann ich wirklich nicht glauben. Die können doch nicht überall sein. Hier haltet die Augen. Da ist Rumi. Und sie kämpft. Oh nein. Toilet Eater. Und dann rennt sie weg. Wohin rennt sie? Ich weiß es nicht. Ihr seht es. Was macht Rumi denn da? Sie hat uns doch am Anfang des Videos angerufen und gesagt, sie wird auch Gino suchen und retten. Und natürlich, und sie ist einfach zum Kino gegangen. Vielleicht sucht sie auch alle Orte ab und jetzt haben wir sie zufällig hier beim Kino getroffen. Aber Gino haben wir nicht getroffen. Wir haben jetzt nur Rumi gesehen. Lasst jetzt ein Like da. Und abonniert diesen Kanal, denn abonnieren ist komplett kostenlos auf YouTube. Vor allem, wenn du jetzt ganz neu auf unserem Kanal bist und uns noch gar nicht kennst, abonnier uns einfach. Pass mal auf, du fliegst gerade vom Kino aufs Dach. Wow, oh nein! Auf dem Dach ist ein Toilet Eater. Was macht denn eine einzige Toilette oben auf dem Dach des Kinos? Der bewacht das Kino. Das Kino gehört auch dem Toilet Eater. Und schaut natürlich runter, ob nicht einer von den Sarja Boys da irgendwo ist. Wie ein Soldat salutiert der oben auf dem Dach. Und hier könnt ihr sehen, das ist der Haupteingang des Kinos. Wir fliegen weiter. Wir haben auf jeden Fall Rumi gefunden. Wir müssen jetzt noch Gino finden. Wir dürfen auf keinen Fall zulassen, dass Rumi oder Gino, das Traumliebespaar von Toilet Eater, aufgegessen wird. Wir fliegen wieder zurück auf die Seite, wo wir Rumi gefunden haben. Vielleicht ist Rumi ja wieder zurückgekommen. Okay, wir fliegen jetzt einfach weiter. Ihr schaltet nicht ab. Nein! Das ist Abby! Nein, was passiert denn gerade mit Abby? Ihr kennt doch alle den super schönen, sexy Abby. Und er wird gegessen. Er hat versucht, sich zu retten, aber er hat es leider nicht geschafft. Abby wurde einfach von Toilet Eater aufgegessen. Wie Sarja, Baby Sarja. Ihr wisst ja, wie stark Abby ist. Aber ihr habt's gesehen, der Toilet Eater ist stärker. Abby ist zwar stark, hatte aber keine Chance gegen Toilet Eater. Was ist denn das Toilet Eater? Bisher wurde Baby Sarja gegessen, Abby wurde gegessen, Gino wurde gegessen, Rumi zum Glück noch nicht. Die wurden versucht zu essen, aber die haben sich beide befreit. Hey, wir müssen auf jeden Fall auch noch gucken in diesem Video, wo Mira oder Zoe ist. Sollen wir mal auf der Karte nachschauen? Ja, natürlich, wir müssen alle retten. Ich kann es nicht glauben, wir haben Rumi gesehen und Abby wurde aufgegessen. Schau mal, Gino ist nicht mehr in Toilet Eater drin. Gino ist abgehauen und auch Rumi ist abgehauen. Wer ist das denn? Rumi ruft an. Geh sofort ran. Ich vermute, dass Gino sich aus dem Inneren des Toilet Eater befreien konnte, aber immer noch von ihnen gefangen gehalten wird. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass er auf einem abgelegenen Bauernhof versteckt ist. Einem Ort, an dem die Toilet Eater selbst leben und ihn unbemerkt festhalten können. Zwischen Ställen, Feldern und versteckten Gebäuden können sie ihn bewachen, ohne Aufmerksamkeit zu erregen.
Ihr müsst deshalb sofort die Drohne starten und das gesamte Gelände aus der Luft überwachen. Achtet auf Bewegungen, Lichter oder Wege, die nicht zum normalen Ablauf eines Bauernhofs passen. Während ihr von oben sucht, werde ich mich am Boden annähern und versuchen, Gino direkt zu finden. Ich kenne mein Baby Gino und weiß, wie er tickt, was er denkt und wie er fühlt. Wenn wir unsere Kräfte so bündeln, erhöhen wir die Chance, ihn rechtzeitig zu finden. Wenn ihr etwas Auffälliges entdeckt, informiert mich sofort, damit wir gemeinsam handeln können. Rumi hat aufgelegt. Habt ihr gehört, was sie gesagt hat? Ich kann es gar nicht glauben. Wir sollen sofort mit unserer Drohne zum Bauernhof fliegen. Sie wurde ebenfalls vom Toilet Eater beim Kino verfolgt und deswegen ist sie abgehauen. Und sie denkt, dass Gino beim Bauernhof ist. Wir nehmen sofort unsere Drohne und fliegen mit euch dahin. Unsere Drohne ist jetzt in der Luft und ihr könnt es sehen. Hier ist das Dämonenhaus. Und wir hoffen, dass genau da Zoe ist, damit wir sie retten können. Denn Toilet Eater hat Zoe von den K-Pop Demon Hunters entführt. Und genau dort Ein Dämone. genau da sitzt er und bewacht das Haus. Ihr könnt es sehen, das ist ein echter Dämone aus Stein. Und schau mal, wie gruselig der aussieht und das Ganze eben bei Halloween. Leute, wir müssen in dieses Gebäude rein, aber er bewacht den Eingang. Was machen wir denn jetzt? Wir müssen irgendwie reinschauen können mit der Drohne, weil wir müssen wissen, ob Zoe in dem Gebäude ist. Deswegen fliegen wir mit unserer Drohne jetzt direkt in den Haupteingang rein und hoffentlich können wir Zoe retten. Oh nein, da ist Toilet Eater und Zoe. Ihr seht, was die zwei machen. Toilet Eater, haut ab. Ich kann das gar nicht glauben. Ist das wirklich wahr? Er ist in das Gebäude gefahren mit Zoe zusammen. Der Kopf von Zoe hat aus Toilet Eater rausgeguckt. Was machen wir denn jetzt? Wir müssen doch Zoe retten. Ihr könnt es sehen, überall sind die Rollläden unten, die Fenster sind zu und die Türen abgesperrt. Damit können wir mit der Drohne überhaupt nicht reinfliegen oder reinschauen. Ihr könnt es sehen. Was war das an dem Fenster? Ich weiß es nicht, was das war, Leute. Man spult mal zurück und schaut euch an, was das war. Das sah sehr gruselig aus und das Ganze an Halloween. Das Fenster war schwarz und dann ist irgendein Monster an das Fenster gelaufen. Ich bin ganz ehrlich, ich hoffe nicht, dass genau da drin Zoe ist. Leute, wir müssen einen anderen Eingang suchen. Wir müssen es versuchen, Zoe vor dem bösen Toilet Eater zu retten. Und ihr lasst jetzt alle mal ein Like da für Zoe, weil es ist Halloween und es ist gruselig. Es war viel zu gruselig, gerade die Person am Fenster. Spult gerne zurück. Was war das? Und das sind einfach Autos auf dem Dach von dem Haus. Wie kann es sein, dass Autos auf dem Dach sind? Ihr könnt es sehen, die Autos sind alle komplett verrostet. Aber wie kommen die überhaupt auf dem Dach von dem Haus? Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Wie da ist Toilet Eater und Zoe? Fahren weg. Wohin Auf dem Dach mit dem Auto. fahren die Leute? Könnt ihr das sehen? Ihr habt gesehen, wo sind die zwei hingefahren? Ich weiß es nicht, aber wenn du mit dem Auto auf dem Dach fährst, kannst du doch gar nicht so weit fahren. Nicht, dass Zoe irgendwas passiert. Aus diesem Grund schaut das Video nochmal bis zum Ende. Wir müssen jetzt das ganze Dämonenhaus abfliegen mit der Drohne. Hier steht es, das Haus ist zu verkaufen. Wer will denn bitte ein Dämonenhaus kaufen? Wahrscheinlich die Toilet Eater. Du hast recht, Toilet Eater hat das Dämonenhaus gekauft. Weil kein anderer Mensch kauft sich ein Haus, in dem Dämonen leben. Dann müssen wir jetzt zurück zur Karte schauen und schauen, wo Zoe ist. Toilet Eater ruft uns gerade an. Du musst unbedingt abheben, falls es wieder Zoe ist. Du hast recht, Zoe hat ja am Anfang des Videos angerufen. Ich heb ab. Zoe, erzähl uns, was ist passiert? Hier ist nicht Zoe. Hier ist Toilet Eater. Ihr habt wirklich geglaubt, sie könnte euch antworten? Zoe gehört jetzt mir. Ich habe sie dorthin gebracht, wo keiner von euch jemals hinkommt. Ihr habt keine Chance, sie zu finden. Nicht heute, nicht morgen, niemals. Ihr wisst nicht einmal, wo ihr anfangen sollt. Ihr redet von Rettung, von Mut, von Hoffnung. Aber während ihr redet, sinkt sie tiefer in mein Labyrinth aus Wasser, Metall und Dunkelheit. Keiner ist jemals zurückgekommen und Zoe wird da keine Ausnahme sein. Er hat aufgelegt, Toilet Eater hat aufgelegt. Habt ihr gehört, was er gesagt hat? Das kann doch nicht wahr sein, dass Toilet Eater das wirklich vorhat. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir müssen unbedingt jetzt Zoe von den K-Pop Demon Hunters an Halloween retten. Weil ohne Zoe gibt es ja überhaupt keine K-Pop Demon Hunters mehr. Deswegen müssen wir unsere Drohne jetzt direkt wieder starten und sofort zum Friedhof fliegen. Es ist keine
gute Idee, mit der Drohne an Halloween über einen Friedhof zu fliegen. Am besten bleibst du mit der Drohne ganz oben, dass wir den ganzen Friedhof im Blick haben. Ihr könnt es sehen, wir suchen nach Toilet Eater und Zoe. Aber fliegen über einen Friedhof an Halloween, du weißt, was das bedeutet. Das heißt, da kommen ganz viele Geister. Und wenn die Geister zum Leben erwachen, können sie unsere Drohne angreifen. Oder es kommen Zombies. Ich habe keine Lust auf Zombies. Leute, wir brauchen euch. Haltet Ausschau. Vielleicht finden wir hier irgendwo Toilet Eater. Angeblich ist ja Toilet Eater und Zoe auf diesem Friedhof. Und deshalb fliegen wir mit der Drohne genau dahin. Ich habe aber kein gutes Gefühl, dass wir jetzt über den Friedhof fliegen an Halloween. Das dürfen wir eigentlich auch überhaupt nicht, weil die Zombies und Geister haben etwas dagegen. Leute, wir fliegen jetzt noch kurz 10, 20 Sekunden hier über den Friedhof. Und wenn wir niemanden finden, brechen wir diesen Drohnenflug ab. Unsere Karte hat aber gesagt, dass Zoe eventuell genau dort bei dem Anruf ist da. Lass uns noch mal zur Karte gehen und schauen. Vielleicht ist sie an einem anderen Ort. Wir fliegen lieber weg. An Halloween über den Friedhof zu fliegen war überhaupt keine gute Idee. Ihr könnt es sehen, die Geister erwachen. Dann fliegen wir jetzt direkt zu dem Schwimmbad mit grünem Schleim als Wasser. Das geht aber nicht. Erstens schwimmen da Augen im Wasser und der Pool wird von Geistern bewahrt. Dann fliegen wir jetzt direkt zu der verlassenen Geistervilla. Das ist eine sehr gute Idee. Das ist überhaupt kein einziger Geist. Die sind gerade alle außer Haus. Das ist unsere Chance. Lass uns die Drohne direkt starten. Und Zoe retten. Wir sind jetzt hier bei der Geistervilla und hoffentlich sind hier keine einzigen Geister. Aber das Beste ist, wenn Zoe dort wäre. Damit können wir sie endlich retten. Schaut euch mal an, wie Geister halten irgendwelche Haustiere gefangen. Und das sind überhaupt keine Menschen in dieser Geistervilla. Wir fliegen weiter. Ihr dürft nicht abschalten. Lasst doch mal ein Like auf dieses Video da und ich bin jetzt gespannt, was sich in der Geistervilla befindet. Und unser Ziel ist es unbedingt, Zoe zu retten vor Toilet Eater. Schau dir mal an, wie gruselig es da drinnen aussieht. Da gibt es ja überhaupt keine Möbel. Ihr seht es, hier ist alles nur kaputt. Das ist einfach nur ein Raum ohne Möbel, ohne Treppe, ohne... Ihr kennt es doch, ein Regal. Hier steht überhaupt kein Regal. Schau mal, da unten ist eine Tischtennisplatte. Da ist ein Hase. Ein Hase an Halloween? Da ist ein Hase gefangen und eingesperrt. Du weißt ganz genau, das ist kein normaler Hase. Das ist ein Horrorhase. Oder dieser Geister essen diesen Hase. Natürlich, die haben den eingesperrt. Dann ist nein! Hier ist Toilet Eater und Zoe. Da drin sind sie. Was seht, was sie machen? Sie fahren wieder davon. Das kann nicht sein. Zoe ist dort. Wir müssen sie retten. Aber ihr habt's gesehen, Toilet Eater ist viel schneller. Wo ist der hin? Ich weiß es nicht. Vielleicht fliegst du einfach mal geradeaus und dann schauen wir mal, wo es noch hingeht in diesem Gruselhaus. Es kann ja nur in diesem Raum sein. Hier kann sich nur Toilet Eater und Zoe befinden. Aber du siehst es doch, da wachsen Pflanzen sogar drin. Ich bin so dankbar, dass ihr unser Video noch schaut, dass ihr uns überhaupt unterstützt. Ihr macht das Ganze hier möglich. Und deshalb lasst ihr alle noch mal ein Like da, damit wir endlich Zoe retten können und das an Halloween. Schau dir das mal an. Leute, Mann, hier ist einfach keine Wand. Hier ist einfach Natur. Wo ist denn jetzt überhaupt irgendein Fenster oder sowas? Ich flieg hoch und guckt euch mal an. Hier wächst überall Unkraut. Und es gibt keine Fenster im ganzen Gebäude. Guck dir das an. Sollen wir da reinfliegen? Sollen wir da geradeaus rein? Das Toilet Eater. Und Zoe! Wir haben sie zum zweiten Mal entdeckt. Deshalb ist sie genau dort in dieser Gruselvilla. Sind die da jetzt reingelaufen? Ich flieg rein. Wir müssen jetzt wirklich rein in dieses Haus. Guckt euch mal an, wie gruselig das aussieht. Überall liegt nur Müll und Schrott auf dem Boden. Irgendwas Rotes liegt da auf dem Boden. Kann das Blut sein? Ich flieg ganz vorsichtig weiter. Nicht, dass unsere Drohne abstürzt. Aber merkt ihr was? Es wird langsam dunkler. Habt ihr gesehen, was da passiert ist gerade? Was war das? Ich weiß es nicht. Irgendjemand hat unsere Drohne angefasst. Ich hab dir gesagt, es wird gerade vom Hellen geht in die Dunkelheit. Ey, ich flieg hier raus. Wir müssen wieder zurück zu unserer Karte. Lass uns an einen anderen Ort fliegen. Ich habe hier Angst. Ich glaube auch nicht, dass wir mit unserer Drohne in die Dunkelheit fliegen können. Wir müssen zur Karte. Toilet Eater ist mit Gino in die Kanalisation abgehauen und kann sich nur an 5 Orten verstecken. Toilet Eater kann mit Gino zum Schwimmbad gelaufen sein. Er kann sich aber auch am Flughafen verstecken und unser Flughafen ist sehr groß. Toilet Eater kann mit Gino aber auch zum Bauernhof oder zum Schrottplatz gelaufen sein. Das Allerschlimmste wäre aber, wenn Toilet Eater mit Gino ins Kino reingeht, weil da können wir nicht rein. Wir werden heute alle 5 Orte mit unserer Drohne überwachen, um Gino vor dem bösen Toilet Eater zu retten. Lasst jetzt
alle ein Like da. Denn nur mit eurer Hilfe schaffen wir es, Gino vor dem bösen Toilet Eater zu retten. Und am besten ist, wenn ihr jetzt alle noch ein Abo dalässt. Abonnieren auf YouTube ist komplett kostenlos. Wenn du neu hier auf unserem Kanal bist, drück jetzt den Abonnieren-Knopf. Aber wir dürfen jetzt keine Zeit verlieren. Wir müssen ja unbedingt Gino vor dem bösen Toilet Eater retten. Aber bei welchem Ort sollen wir denn unsere Drohne starten? Wir fliegen jetzt direkt mit unserer Drohne zum Schwimmbad und starten die Drohne in 3, 2, 1. Unsere Drohne ist jetzt in der Luft und ihr seht es, hier ist das Schwimmbad. Das ist das größte Schwimmbad der Welt. Dieses Schwimmbad besteht aus 3 Pools und da müssen wir Gino finden. Und 2 Pools sind ganz, ganz groß und es gibt noch einen kleineren Pool. Ihr wisst ja, Rumi ist gerade auch auf dem Weg und versucht, Gino vor dem bösen Toilet Eater zu retten. Pass auf, du darfst aber mit der Drohne nicht ins Wasser fliegen. Okay, ich fliege jetzt mal auf die andere Seite zum zweiten Pool. Vielleicht finden wir da irgendwas. Der sieht aber richtig tief aus. Da geht's richtig tief runter ins Wasser. Wenn ihr jemand seht, lasst es Da ist Gino und Toilet Eater. Der fährt da hoch und runter. Wie schnell ist der? Gino ist noch im Toilet Eater drin. Der Kopf von Gino guckt aus Toilet Eater heraus. Gino wurde einfach aufgegessen. Die sind weggefahren. Wo sind die hingefahren? Wo ist Toilet Eater hin? Ihr habt's gesehen. Der Toilet Eater hatte Räder und konnte rumfahren. Flieg einfach mal höher. Vielleicht haben wir von oben einen besseren Ausblick. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Wir sind jetzt wieder ganz weit oben, aber ich sehe Toilet Eater nicht. Wo ist Toilet Eater mit Gino hin? Spult zurück, wenn ihr es nicht gesehen habt. Gino, sein Kopf hat aus der Toilette rausgeguckt. So gut kann man sich doch bei diesem Schwimmbad gar nicht verstecken. Da ist doch nur Wasser. Hey, soll ich da mal zu dieser Rutsche fliegen? In der Rutsche kann man sich doch gut verstecken. Ihr kennt doch alle coole Wasserrutschen bei Freibädern. Ich hoffe nicht, dass es Light Eater ist. Wir fliegen jetzt zusammen mit euch zu dieser Wasserrutsche und hoffentlich finden wir dort Gino und Toilet Eater. Und ihr lasst alle jetzt ein Like da, damit wir mit euch zusammen Gino retten können. schau mal hier! Oh mein Gott! Das ist Gino! Ja, schau mal, in der Rutsche drin. Toilet Eater rutscht hier einfach die Rutsche runter. Und die Rutsche ist echt sehr, sehr lang. Wir schauen mal, dass wir mit der Drohne hinterher fliegen können. Ich flieg mal unten raus. Wo sind die? Wow! Hier ist keiner. Wo sind die hin? Die sind einfach nicht mehr da. Ihr habt doch auch alle gerade gesehen, die Toilette war da genau in der Rutsche drin. Toilet Eater mit Gino ist gerade diese Wasserrutsche hier gerutscht. Und wo kommt sie raus? Sie kann doch nur unten rauskommen. Da fliege ich jetzt direkt mit euch hin. Guckt mal, Freunde, vielleicht finden wir hier jemanden. Da ist das Ende der Rutsche und da müsste doch Toilet Eater mit Gino rauskommen. Ich sehe nur Wasser. Da ist leider nichts, Leute. Ihr könnt es erkennen. Hier ist nichts. Da ist überhaupt niemand mehr, aber wie kann das überhaupt geschehen? Ich weiß es nicht. Wir wissen jetzt auf jeden Fall, dass wir hier Toilet Eater und Gino gefunden haben. Warte mal, was ist denn da in der Mitte? Hey, guckt euch das mal an. Siehst du das? Da ist irgendwas genau in der Mitte dieses Kreises. Was könnte das sein? Sieht aus wie ein Stein. Leute, das ist doch nur ein Stein, oder? Ja, aber warum ist es genau... Oh nein! Baby Sacha kämpft mit einem anderen Toilet Eater. Was macht denn Baby Sacha da? Nein! Ich hab gar nicht geguckt. Ihr könnt es sehen. Baby Sacha wird gerade von Toilet Eater gegessen. Ich könnte wirklich heulen. Baby Sacha wurde einfach aufgegessen von Toilet Eater. Wo ist der hin? Wo ist Toilet Eater hin? Ich weiß es nicht. Mein Herz ist gebrochen. Willst du mir sagen, dass hier Gino und Toilet Eater ist und weitere Toilet Eater? Warte mal, aber diese Toilette war ja leer, weil da ist jetzt Baby Sacha drin. Wir müssen noch mal das ganze Schwimmbad abfliegen. Ich habe ein ganz böses Gefühl. Ich habe auch ein richtig schlechtes Gefühl. Vermutlich verstecken sich hier ganz viele Toilet Eater. Deshalb ist das ganze Schwimmbad ja auch leer, obwohl es so groß ist. Bei schönem Wetter. Das bedeutet, dieses Schwimmbad wird beherrscht von Toilet Eater. Deshalb traut sich auch kein einziger Mensch rein. Es war jetzt nur Gino da und der arme Baby Sacha. Aber Baby Sacha wurde aufgegessen. Das müssen wir verhindern. Was ist, wenn noch Zoe oder Mira aufgegessen werden? Am besten schaffen wir es. Nein, schau doch an. Das sind ja viele. Nicht eins, nicht zwei, nicht 300. Ich kann es ja gar nicht an einer Hand abzählen, Leute. Das war eine ganze Armee. Tausende. Ich bin hochgeflogen, ich bin abgehauen. Ihr könnt es sehen, Leute, das war mir viel zu viel. Weil so viele können auch einfach unsere Drohne essen und dann sind wir in der Toilette drin. Ich will irgendwie nicht mehr in dieses Freibad. Lass uns woanders hinfliegen. Vor allem, wo ist Gino hin? Wir haben doch Gino gar nicht mehr gesehen. Wir haben nur gesehen, wie Baby Sacha aufgegessen wurde. Lass uns doch mal bei der Karte gucken. Vielleicht finden wir an einem anderen Ort Gino wieder. Sehr gute Idee. Dann gehen wir jetzt zusammen mit euch zur Karte. Wir haben Gino und Toilet Eater gefunden, aber leider wurde Baby Sacha aufgegessen. Wer klingelt denn hier bei uns an der Tür? Das sind die K-Pop Demon Hunters. Dann lass uns direkt die Tür öffnen. Rumi, was machst du denn hier? Ich hasse Mira.
Sie hat meinen Freund Gino geküsst. Aus diesem Grund habe ich Toilet Eater auf sie gejagt und ich hoffe, Toilet Eater wird sie aufessen. Ihr habt Rumi gehört, sie hasst Mira und hat einen Toilet Eater auf beide angesetzt. Deswegen müssen wir jetzt sofort zur Karte gehen und nachschauen, wo Gino und Mira ist. Ich kann es nicht glauben, Rumi hat nicht nur einen Toilet Eater beauftragt, sondern viele an 5 verschiedenen Orten. Zum Beispiel befindet sich ein Toilet Eater hier oben im Labor. Ein Toilet Eater bewacht sogar hier oben das Maisfeld. Aber leider wissen wir nicht, an welchem Ort sich das Liebespaar Gino und Mira befindet. Vielleicht beim Bauernhof, aber auch der wird von Toilet Eater bewacht. Sogar beim schönen Zirkus befinden sich Toilet Eater. Wir werden heute alle 5 Orte mit unserer Drohne überwachen, um Mira vor dem bösen Toilet Eater zu retten. Lasst jetzt alle ein Like da, damit wir Mira retten können. Und damit Rumi und Gino wieder ein Liebespaar werden. Abonniert jetzt doch unseren Kanal. Abonnieren ist komplett kostenlos. Wir fliegen mit unserer Drohne direkt zum Zirkus, denn Mira und Gino sind ganz in der Nähe. Ich kann nur hoffen, dass wir nicht zu spät sind. Deshalb starten wir die Drohne in 3, 2, 1. Wir sind jetzt hier beim Zirkus und wir müssen Gino und Mira retten. Hoffentlich schaffen wir das auch, aber schaut mal, wie groß dieser Zirkus ist. Die können sich hier überall verstecken und wir wissen, auch hier sind Toiletten. Ihr habt sie auf der Karte gerade gesehen. Hoffentlich ist es aber nur eine Toilette und nicht wieder ganz viele. Dann wird es richtig schwierig für uns. Ah, da sind sie, Mira und Gino. Oh, was machen die denn da? Die küssen sich. Das kann doch nicht sein. Wirklich, Mira und Gino küssen sich? Ich kann gar nicht hingucken. Eigentlich müsste Gino Rumi küssen. Rumi hatte vollkommen recht. Sie hat recht, wütend zu sein, weil einfach Mira und Gino sich küssen. Trotzdem dürfen wir nicht zulassen, dass die Toilet Eater irgendetwas Mira oder Gino antun. Warum? Weil wenn Mira weg ist, dann gibt es keine Handtricks mehr. Das bedeutet keine Konzerte und kein Teil 2 vom Film. Ihr schaltet auf keinen Fall dieses Video ab. Schaut dieses Video bitte bis zum Schluss. Und lasst am besten noch alle ein Like da. Ihr seht, wie groß dieses Gebiet ist. Das ist der Zirkus, aber das ganze Gebiet gehört noch zum Zirkus dazu. Ich bin extra weiter weggeflogen, damit wir richtig guten Ausblick haben, ob wir hier irgendjemanden finden oder sehen. Aber ich sehe bis jetzt noch nicht. Da ist Toilet Eater! Du hast recht. Und weißt du, wo der hinläuft? Schau mal, wo der hinläuft. Richtung Zirkus, ihr könnt sehen, er läuft da entlang. Als wie wenn Toilet Eater weiß, dass beim Zirkus Mira und Gino ist. Wo ist der hin? Das ist der hier unten. Nein, das ist doch nur ein Mensch. Leute, ihr habt gerade den echten Toilet Eater gesehen. Wo ist der hingelaufen? 100%ig ist Toilet Eater zum Zirkus gefahren. Dann fliegen wir jetzt mit unserer Drohne wieder direkt zum Zirkus und wir müssen Gino und Mira retten. Ja, wir müssen sie warnen, dass Toilet Eater gleich in der Nähe ist. Genau beim Zirkus. Habt ihr gesehen, was gerade mit dem Zirkus passiert ist? Wo ist der Zirkus hin? Da war doch gerade noch ein Zirkus da. Nein, der Zirkus ist doch weg. Nein, er ist jetzt weg. Natürlich ist er jetzt weg, aber es war gerade noch da. Ihr könnt am Boden den Kreis sehen. Genau da stand der Zirkus drauf. Ihr habt ihn doch alle gesehen. Spult zurück und schaut es euch nochmal an, als würde dieser Zirkus in eine andere Welt teleportiert worden sein. Aber wo ist dann Mira und Gino hin? Was ist, wenn sie sich im Zirkus versteckt haben? Und jetzt sind die weg. Dann sind die ja auch weg. Und wo ist der Zirkus hin, Leute? Was ist mit diesem Zirkus gerade passiert? Aber wo ist dann Toilet Eater? Der Toilet Eater war doch gerade auf dem Weg zum Zirkus. Du hast komplett recht. Wir müssen den Flugplatz absuchen. Jetzt weiß ich, was mit dem Zirkus passiert ist. Die Toilet Eater Armee hat den Zirkus aufgegessen. Warum? Es sind jetzt ganz viele da und genau alle zusammen haben es geschafft, den Zirkus komplett aufzuessen. In die Schüsselei. Ey, ihr müsst diesen Kanal jetzt unbedingt abonnieren und ein Like da lassen. Freunde, wir müssen Gino und Mira retten. Wo sind die hin? Hoffentlich kommt nicht auch noch Rumi jetzt hier hinzu, weil sie wissen, dass genau dort sich die beiden küssen. Ich weiß gar nicht, was Rumi machen würde mit Gino, wenn er sie trifft. Die werden sich bestimmt auch vielleicht irgendwann mal wieder trennen und Gino geht endlich wieder zurück zu Rumi, das Liebespaar des Jahres. Es wäre so schön, wenn es der Fall ist, wenn Gino wieder mit Rumi rummacht. Was ist da, Mira? Hier ist Mira und Gino, sie rennen weg. Aber sie rennen in verschiedene Richtungen. Einer rennt nach links, einer rennt nach rechts. Was sollen wir denn jetzt machen, wenn sie einfach links und rechts rennen? Sie werden verfolgt vom Toilet Eater, ihr habt gesehen, sie sind vom Toilet Eater weggerannt. Ja, und wo fliegen wir hin? Links oder rechts? Wen sollen wir verfolgen? Ich weiß es nicht, wohin sollen wir gehen? Ich weiß es doch auch nicht. Was passiert hier? Was war das denn? Freunde, ihr habt es gesehen, wir müssen wieder zurück zur Karte, das kann doch nicht sein. Wir müssen bei der Karte nachschauen, in welche Richtung sie gerannt ist. Ihr kommt mit und wir suchen jetzt Rumi und Mira. Mira und Gino sind in verschiedene Richtungen weggelaufen, aber wir wissen nicht wohin. Vielleicht ist
ja Mira ins Maisfeld gelaufen, obwohl da Toilet Eater ist. Oder vielleicht ist Gino ins Labor gelaufen, aber auch hier ist ein Toilet Eater. Wir wissen nicht, wo sich Gino und Mira verstecken, aber ihr müsst jetzt alle ein Like da lassen, so können wir sie finden. Dann lass uns jetzt direkt zum Labor fliegen und hoffen, dass wir entweder Mira oder Gino dort finden. Wir sind jetzt hier bei dem Labor und hoffentlich finden wir Gino oder Mira. Ein Toilet Eater ist auf jeden Fall dort, weil das ist das Hauptquartier von Toilet Eater. Ihr müsst euch mal vorstellen, hier werden die Toilet Eater gebaut, hier kommen die Toilet Eater her. Es ist eigentlich sehr, sehr gefährlich, dass wir mit der Drohne genau in dieses Labor reinfliegen. Aber für euch riskieren wir es. Wenn unsere Drohne abstürzt, müsst ihr uns auf jeden Fall abonnieren und ein Like da lassen. Ihr könnt den Gang sehen, der ist ziemlich eng und so hoch ist der auch nicht. Man kann nicht hochfliegen. Und an der Wand sind überall Baupläne, wie ein echter Toilet Eater hergestellt wird. Genau so wird Toilet Eater hergestellt und gebaut. Deshalb gibt es ja so viele. Man reißt ihn aus der Kanalisation heraus und dann transformiert man es mit einem Generator. Hier ist Mira. Das ist Mira. Und sie läuft in das Gebäude rein. Nein, sie darf auf keinen Fall ins Labor laufen. Ich glaube, sie weiß nicht Bescheid, dass genau dort Toilet Eater gebaut werden. Ihr habt es aber gesehen, sie ist hier gerade in das Labor rein. Das heißt, wir fliegen hinterher. Wir müssen aber seid vorsichtig. Schaut mal, wie eng das dort alles ist. Und du weißt nicht, ob nicht gleich ein Toilet Eater kommt. Guckt mal, wie groß die Uhr ist. Die Uhr ist 4 Meter groß. Zweimal so groß wie wir. So eine große Uhr haben wir nicht. Guck dir das an. Natürlich, weil jede Stunde ein neuer Toilet Eater gebaut wird. Deshalb ist da so eine große Uhr. Das bedeutet, pro Tag kommen 24 neue Toilet Eater dazu. Natürlich, mit den Zähnen. Und hier ist der Transformator. Dieser Transformator benutzt die Kanalisationsenergie, um aus einer Toilette einen Toilet Eater zu machen. Da passiert es. Eine normale Toilette wird auf einmal mit Zähnen wiedergeboren. Das ist wie eine Fabrik und ihr seht es, dieser Transformator ist verbunden mit weiteren Maschinen. Und in den Schläuchen, da kommen die Zähne rein, die dann auf die Toilette gehen. Ihr dürft auf gar keinen Fall abschalten. Hier muss sich irgendwo Mira verstecken. Das kann doch nicht sein, aber wo denn? Hier ist so viel Schrott, ich weiß gar nicht, ob sie sich dahinter versteckt. Was ist das denn? Schau mal, was das für ein Gerät ist. Das ist, glaube ich, der Turbo-Exzilator. Damit werden die ganzen Toilet Eater produziert. Da ist der Toilet Eater. Ich wusste es, der wurde gerade eben erst gebaut. Wir haben es gesehen, der wurde da gerade ausgespuckt aus der Maschine. Zur vollen Stunde ein neuer Toilet Eater hier in diesem Toilet Eater Labor. Wir müssen rausfliegen. Ich habe Angst, wenn er unsere Drohne kaputt macht, war's das. Wir müssen sofort abhauen aus dieser Fabrik. Jede Stunde, die wir dort sind, kommt ein weiterer Toilet Eater dazu. Wir müssen raus. Hier ist das Mira. Die rennt auch raus. Ihr seht es, Mira rennt auch raus. Das bedeutet, Mira hat auch den Toilet Eater in der Fabrik gesehen. Das ist unsere Chance. Wenn wir jetzt schnell hinterherfliegen zu Mira, können wir sie retten. Vollgas. Hinterher, raus, raus, raus. Ich bin fast gegen die Wand geflogen. Ich konnte die Drohne gerade stoppen. Was machst du denn? Man darf doch nicht gegen die Wand fliegen. Du musst zur Türe fliegen. Lass uns zurück zur Karte gehen. Zum Glück ist unserer Drohne nichts passiert. Aber wo ist Mira hin? Sie ist bestimmt zum Bauernhof gelaufen und versteckt sich jetzt hier in der Scheune. Nein, ich bin mir zu 100%ig sicher, dass Mira zum Feld gelaufen ist. Wir müssen dahin fliegen. Ich hoffe, du hast recht. Wie ihr sehen könnt, haben wir uns für das Feld entschieden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Mira hier auf dem Feld ist. Und ich höre auf dich. Und wenn hier wirklich Mira ist, dann abonniert unseren Kanal und lasst ein Like da. Der Stein liegt auf dem Kanalisationsdeckel. Natürlich, dass da kein Toilet Eater mehr raus kann. Der ist verschlossen. Das bedeutet, irgendjemand hat hier schon Vorkehrungsmaßnahmen getroffen. Nein! Mira kämpft gerade. Da ist sie gegen Toilet Eater. Mira kämpft gegen Toilet Eater. Sie hat gewonnen. Leute, sie hat wirklich gewonnen. Dank eurer Hilfe. Mira ist wirklich stark. Mit eurer Hilfe zusammen konnte sie diesen Toilet Eater besiegen. Sie ist weggelaufen. Wo ist sie hingelaufen? Mann, das Feld ist so groß. Wir müssen das ganze Feld mit der Drohne absuchen. Das heißt, wenn hier Mira ist, dann muss ja auch irgendwo Gino sein. Das kann natürlich sein. Warum? Weil die sich wahrscheinlich wieder treffen und küssen wollen. Wisst ihr alle, wie Mira und Gino aussehen? So. Die treffen sich am Feld, um weiter rum zu küssen. Wir fliegen weiter. Das müssen wir verhindern. Wir müssen es ja für Rumi verhindern. Aber habt ihr das gesehen? Dieser eine Kanaldeckel wurde mit einem Stein verschlossen. Schau mal auf den Boden. Ihr könnt es sehen. Da ist noch ein weiterer Kanalisationsdeckel. Da ist aber kein Stein drauf. Das bedeutet, der ist nicht verschlossen. Okay, wir fliegen mal etwas näher. Aber ihr könnt sehen, da sind 2 Löcher drin. Oh mein Gott, seid vorsichtig. Wenn jetzt auf einmal einfach ein Toilet Eater da hochschießt, dann ist unsere Drohne weg. Und wir haben keine Ersatzdrohne mehr. Nein, natürlich nicht. Deshalb fliegt bitte weiter. Wir wissen jetzt also auf jeden Fall nochmal einen Zugang für Toilet Eater. Ich bin ja so froh, dass du noch hier bist und das Video zu Ende schaust. Ohne deine Hilfe würden wir das hier nicht schaffen. Pass mal auf.
Da vorne ist doch noch einer, oder sehe ich nicht richtig? Gino, er rennt. Du hattest recht, Gino ist auch da. Gino rennt gerade weg. Ja, natürlich, vor den ganzen Kanaldeckeln, weil da die Toilet Eater rauskommen. Das bedeutet, Mira und Gino wissen, dass sich unter ihnen die ganzen Toilet Eater befinden. Aber sie sind noch getrennt. Wir haben Mira alleine getroffen und wir haben Gino alleine getroffen. Schau mal, da ist einfach ein Loch auf dem Feld. Und da ist einfach ein Absperrband, ihr könnt es erkennen. Ah, pass doch auf, was passiert hier? Was ist das? Ich glaube, das ist Kaka. Das hat unsere Drohne voll erwischt. Habt ihr es gesehen? Bam, aus dem Loch raus. So ein brauner Schleim. Was sollen wir jetzt machen? Wir müssen unsere Drohne sauber machen. Natürlich, wir müssen landen und sie putzen. Sie stinkt. Schaut euch mal unsere Drohne an. Die ist komplett schmutzig. Die müssen wir erst einmal sauber machen. Rumi ruft an. Geh sofort ran. Ich vermute, dass Gino sich aus dem Inneren des Toilet Eater befreien konnte, aber immer noch von ihnen gefangen gehalten wird. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass er auf einem abgelegenen Bauernhof versteckt ist. Einem Ort, an dem die Toilet Eater selbst leben und ihn unbemerkt festhalten können. Zwischen Ställen, Feldern und versteckten Gebäuden können sie ihn bewachen, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Ihr müsst deshalb sofort die Drohne starten und das gesamte Gelände aus der Luft überwachen. Achtet auf Bewegungen, Lichter oder Wege, die nicht zum normalen Ablauf eines Bauernhofs passen. Während ihr von oben sucht, werde ich mich am Boden annähern und versuchen, Gino direkt zu finden. Ich kenne mein Baby Gino und weiß, wie er tickt, was er denkt und wie er fühlt. Wenn wir unsere Kräfte so bündeln, erhöhen wir die Chance, ihn rechtzeitig zu finden. Wenn ihr etwas Auffälliges entdeckt, informiert mich sofort, damit wir gemeinsam handeln können. Rumi hat aufgelegt. Habt ihr gehört, was sie gesagt hat? Ich kann es gar nicht glauben. Wir sollen sofort mit unserer Drohne zum Bauernhof fliegen. Sie wurde ebenfalls vom Toilet Eater beim Kino verfolgt und deswegen ist sie abgehauen. Und sie denkt, dass Gino beim Bauernhof ist. Wir nehmen sofort unsere Drohne und fliegen mit euch dahin. Ihr könnt es sehen, hier vorne ist der Bauernhof. Und da sind 1000 Gänse? Warum sind hier so viele Gänse? Es ist doch ganz normal, dass Tiere auf einem Bauernhof leben. Du hast komplett recht, Freunde. Schau mal die Gänse an. Was passiert mit denen? Die laufen alle ins Haus rein. Die laufen alle in eine Richtung, aber warum? Als wäre irgendein Toilet Eater hinter ihnen und hätte Angst. Schaut mal, die wollen alle wieder von draußen nach innen. Ah, die rennen. Schaut mal, die haben Angst. Wahrscheinlich ist der Toilet Eater hinter uns. Wahrscheinlich müssen wir jetzt kurz mit der Drohne da hinten hinfliegen. Vielleicht finden wir da Toilet Eater, die haben alle Angst. Ihr kennt es doch, Tiere spüren Angst als allererstes. Ja, natürlich. Überleg mal, da hinten ist ein Toilet Eater. Und hier ist eine Allee aus Bäumen. Da versteckt sich bestimmt ein Toilet Eater. Deshalb sind die Tiere alle abgehauen. Wir fliegen zusammen mit euch da jetzt hin und gucken, ob wir irgendjemanden entdecken. Zwei Toilet Eater. Nur 2 Stück. Ich glaube, die bewachen das Haus dahinter. So wie das Kino auf dem Dach. Da war einer und jetzt sind sogar 2. Dieses Haus wird gerade von Toilet Eater bewacht. Du hast doch Rumi am Telefon gehört. Und da unten ist eine offene Tür. Wir müssen die Chance ergreifen. Wir müssen versuchen, da reinzufliegen. Rumi hat gesagt, sie geht davon aus, dass Gino genau dort ist. Ihr habt Rumi am Telefon gehört. Sie hat gesagt, er ist hier am Bauernhof. Er muss sich hier verstecken. Deswegen sind wir auch dahin geflogen. Und was passiert? Wir treffen direkt 2 Toilet Ich Eater. fliege jetzt direkt hier in dieses Haus rein. Da ist Gino. Er ist gefangen. Er ist aber nicht mehr in der Toilette drin. Das heißt, er konnte sich von dem Toilet Eater befreien, aber er ist jetzt gefangen. Er wird gefangen gehalten von den Toilet Eatern. Wir fliegen weiter. Wir müssen gucken, wo hier die Toilet Eater sich verstecken und befinden. Da ist Romans und er kämpft gegen Toilet Eater. Ihr seht es. Und er wird schon wieder gegessen. Haben wir jetzt auch noch Romans verloren? Wir haben Romans verloren, wir haben Abby verloren und Baby Saja verloren. Das gibt's doch nicht und Gino wird dort gefangen gehalten. Romans war da, um ihn zu befreien. Das heißt, das ist das Hauptquartier von allen Toilet Eatern, die Hauptzentrale. Wir haben aber bis jetzt erst 3 Toilet Eater getroffen. 3 Stück, das schafft Gino alleine. Ihr habt schon so viele Likes da gelassen, dass Gino sich von dem Toilet Eater befreien konnte, aber er ist immer noch gefangen. Zusammen schaffen wir es 100%ig, Gino und Rumi zu retten. Bitte lasst nochmal ein Like da. Pausiert dieses Video und drückt Liken. Aber wir schauen jetzt uns ganz genau dieses Haus an, weil dieses Haus sieht echt komisch aus. Es ist gruselig, verlassen. Hier liegt überall nur Müll herum. Natürlich, deshalb wohnen ja auch dort die Toilet Eater. Die fühlen sich dort wohl. Das macht Sinn, natürlich. Toilette ist schmutzig und das ist alles schmutzig hier. Das Problem ist, dass genau dort Gino gefangen gehalten wird. Okay, wir umfliegen einmal das Haus und dann versuchen wir Gino zu befreien. Wir versuchen mit unserer Drohne Gino aus dem Haus zu retten. Jetzt schauen wir noch mal an. Wir müssen aber aufpassen und genau schauen, wo jeder einzelne Toilet Eater ist. Schau mal,
mal, da unten ist ein Tisch, als würden die Toiletten hier sich gemütlich einrichten. Oder waren vielleicht früher mal Menschen dort, die natürlich jetzt nicht mehr dort sind. Warum? Weil Toilet Eater jetzt da ist. Toilet Eater hat alle Menschen aufgegessen. Was ist das denn? Sieht aus wie ein Gefängnis. Ein Gefängnis? Das sieht aus wie so ein Viereck, mehr nicht. Leute, wir fliegen mal näher. Ihr seht ja hier dieses Panzerglas. Das ist ein Gefängnis. Da ist ja überhaupt nichts drin. Schau mal, der Raum ist komplett leer. Ohne Möbel, ohne Stühle, einfach nichts. Lass uns jetzt mal Gino retten. Wir werden jetzt zusammen mit euch Gino retten. Wir vergessen jetzt einfach diese Zelle hier. Wo war der nochmal? Wo wurde er gefangen gehalten? Hier in diesem Haus. Ihr seht es, der Eingang ist offen. Flieg nochmal rein und gib ihm mit der Drohne irgendein Zeichen, dass wir da sind und ihr auch. Wir fliegen mit euch rein, weil ihr dieses Video bis jetzt noch schaut. Bitte schaltet nicht ab. Lasst ein Like da für Gino. Er ist weg. Er ist weg. Ha, wo ist er? Denkst du, Gino konnte abhauen, weil ihr so viel Likes gegeben habt und unseren Kanal abonniert habt? Genau da war er doch noch vor einer Minute gefangen von den Toilet Eatern. Weil ihr da draußen uns abonniert habt, konnte er sich befreien. Lass uns mal auf der Karte nachschauen, wo sich Gino jetzt befindet. Auf zur Karte. Gino war da und konnte sich befreien. Aber Romans wurde von Toilet Eater aufgegessen. Wir müssen Gino retten und er kann sich nur an 2 verschiedenen Orten aufhalten. Entweder hier oben beim großen Flughafen oder hier unten beim Schrottplatz. Wir fliegen mit euch direkt zum Schrottplatz, weil hier ein gelbes Warnschild ist. Wir sind jetzt hier beim Schrottplatz und wenn Gino hier nicht ist, fliegen wir direkt zum Flughafen. Ich kann nur hoffen, dass Gino und Toilet Eater hier beim Schrottplatz ist. Das ist eine Armee von Toilet Eatern. Ich habe Angst. Schau mal, wie viele das sind. Immer da, wo keine Menschen sind Toilet Eater. Wir fliegen weiter. Wir sind hier auf jeden Fall wirklich. Hier muss sich Gino befinden. Vielleicht ist hier auch Abby, Baby Saja oder Romance. Vielleicht haben sich dort alle hierhin getroffen. Das wäre richtig gut, wenn die gegessen werden und hier alle auf dem Schrottplatz landen. Das wäre super. Dann können wir alle auf einmal befreien mit eurer Hilfe. Deshalb lasst jetzt alle mal ein Like da. Mira und Zoe verstecken sich hinter dem grünen Container. Das Versteck ist aber auch sehr, sehr gut. Aber was macht denn Mira und Zoe auf dem Schrottplatz? Die wollen wahrscheinlich auch Gino retten. Ja, natürlich. Die haben gehört, dass Gino dort ist und da ganz viele Toilet Eater sind. Wir wissen jetzt, alle K-Pop Demon Hunters, Rumi, Mira und Zoe suchen nach Gino. Dann muss Gino dort sein. Ich bin mir ganz sicher. Ich habe ein richtig gutes Gefühl. Ich habe auch ein sehr gutes Gefühl. Schaltet nicht ab. Schaut das Video bis zum Ende. Wir fliegen vielleicht doch zum Flughafen. Und Leute, schaut mal, wie cool ist das denn? Cameron und Flexi Handyhüllen. Diese Handyhüllen sind auf jeden Fall kein Schrott. Diese Handyhüllen beschützen dein Handy vor jedem Toilet Eater. Und diese Handyhüllen gibt's für jedes Modell. Klickt dazu einfach jetzt unten unter das Video auf das Handyhülle. Genau, unter dem Video findet ihr den Button. Einfach draufklicken und bestellen. Gibt's für jedes Modell. Wir fliegen weiter. Wir müssen Gino finden. Ich habe ein gutes Gefühl, wir werden Gino jetzt hier finden und retten. Hey, Gino, er kämpft. Er kämpft gegen die Toilette. Du hattest recht. Er gewinnt. Er gewinnt, Leute. Schaut mal, Leute. Gino gewinnt gegen eine Toilet Eater. Das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Gino ist stärker und er rennt weg. Er ist weggerannt. Ja, natürlich. Er hat eine Toilette besiegt. Richtig gut gemacht, Gino. Wenn der Gino hier ist und sich versteckt, dann braucht er unsere Hilfe. Du weißt warum. Es gibt ja nicht nur eine Toilette da. Da sind ganz, ganz viele Toilet Eater. Lass uns da direkt hingehen und ihr kommt mit. Rumi ruft an. Ich kann es gar nicht glauben. Hebt sofort ab. Ich bin dem Toilet Eater entkommen. Ich weiß nicht wie, aber er hat mich nicht erwischt. Ich bin durch irgendein Rohr gefallen und jetzt bin ich in der Kanalisation. Es ist dunkel hier, alles stinkt und ich höre überall Tropfen und ein merkwürdiges Grollen aus der Ferne. Meine Hände zittern, ich kann kaum das Handy halten. Ich weiß nicht, wo ich langgehen soll. Jeder Gang sieht gleich aus, die Wände sind nass und das Wasser steht mir schon fast bis zu den Knöcheln. Sehr gut, Rumi, aber sag uns, wo du bist, dann können wir dir helfen. Wenn ich nach links schaue, sehe ich nur Schatten. Sie hat einfach aufgelegt. Sie hat gerade aufgelegt, wo sie uns sagen wollte, wo sie sich befindet. Das bedeutet, wir wissen jetzt nicht, wo Rumi ist. Das bedeutet, Rumi kann sich nur noch an 3 Orten befinden. Entweder auf dem Friedhof, auf der Baustelle Oder auf dem Boot im See. Wir waren gerade beim Wald und der Friedhof ist ganz in der Nähe. Deswegen lass uns sofort zu dem Friedhof fliegen. Nein. Leider konnten wir nicht hören, wo sich Rumi aufhält. Deswegen probieren wir es hier beim Friedhof. Ausgerechnet ein Friedhof, das ist doch voll gruselig. Ich habe auch irgendwie Angst. Ich will da gar nicht reinfliegen. Und Halloween kommt ja erst und wir fliegen mit unserer Drohne über einen Friedhof. Das machen wir auf keinen Fall. Wir bleiben ganz weit oben und schauen, ob wir hier Toilet Eater oder Rumi sehen. Ich hoffe natürlich sogar nicht, dass wir Rumi hier finden, weil das ist so ein gruseliger Friedhof. Ich mag diesen Friedhof auch nicht. Friedhof
Friedhof ist immer so ein Horrorort. Und was ist, wenn da irgendwelche bösen Geister sind, die unsere Drohne holen? Das dürfen wir auf gar keinen Fall riskieren. Wir müssen in dieser Höhe bleiben. Wir dürfen nicht näher runterfliegen. Andererseits kann es natürlich wirklich sein, dass da Rumi sich versteckt. Aber ich sehe ihn nicht. Ich sehe Rumi nicht. Nee, du hast recht. Und Toilet Eater sehen wir dort auf dem Friedhof auch nicht. Ihr schaut hier hoffentlich noch zu. Und wenn ihr Rumi seht, dann lasst es uns gerne wissen. Aber ich sehe hier keine Toilette und auch kein Rumi. Und man muss zugeben, der Friedhof ist gar nicht so groß. Ein Toilet Eater oder Rumi würden wir doch von da oben erkennen. Lasst uns doch einfach zurück zur Karte gehen. Hier am Friedhof ist niemand. Ist mir zu gruselig. Der Friedhof war viel zu gruselig. Aus diesem Grund fliegen wir jetzt mit unserer Drohne direkt zum Boot. Ihr seht hier direkt die Boote. Die Karte hat nicht gelogen. Und das Gute ist, wir haben Rumi nicht auf dem Friedhof gefunden. Das heißt, vielleicht ist sie dort bei den Booten. Wir müssen jetzt aber auch noch nach Mira Ausschau halten. Ihr habt es ja gesehen, Mira wurde auch gegessen. Gott sei Dank konnte sich aber Rumi von Toilet Eater befreien. Das bedeutet, für Mira besteht auch noch eine Chance, dass sie sich retten kann. Ja, deshalb müssen wir jetzt unbedingt schauen, ob sie sich vielleicht hinter einem Boot verstecken. Ich sehe sie aber nicht. Ich sehe Rumi nicht. Wir haben ja mit ihr telefoniert. Aber sie konnte uns leider nicht mehr sagen, wo sie sich aufhält. Auf dem Friedhof nicht. Hoffentlich finden wir sie hier bei den Booten. Wir haben nur eine Möglichkeit. Wir müssen mit der Drohne einfach alles ganz genau abfliegen und hoffen auf Glück. Ich suche hier weiter. Vielleicht versteckt sie sich ja hier hinter dem Gebäude. Ihr könnt es sehen. Das kann natürlich sein. Bei den Booten war sie nicht, aber vielleicht dahinter. Wenn ihr Rumi seht, dann lasst auf jeden Fall ein Like da und abonniert unseren Kanal nochmal. Bitte, abonnieren ist komplett kostenlos. Weil nur zusammen können wir Rumi retten. Das ist wieder eine Armee von Toiletteneater. Das sind ja so viele. Wie krass ist das denn? So viele Toilet Eater. Das bedeutet, an jedem Ort gibt es irgendwo eine Produktionsstätte, wo die Toiletfresser hergestellt werden. Es werden ja langsam Tausende von Tausenden. Wir suchen weiter. Hier sind Schiffe im Wasser. Vielleicht befindet sich ja sie hier. Natürlich, das sind jetzt größere Boote. Vorhin waren es kleine Boote, das sind jetzt große Boote. Aber hier ist keine Rumi. Wo ist Rumi hin? Ich weiß es nicht. Und wo ist Toilet Eater? Oder mag Toilet Eater kein Wasser? Aber in der Toilette ist doch auch Wasser drin. Hier gibt es ganz viele Boote. Wir müssen alle abfliegen einfach und ihr dürft nicht abschalten. Die Boote werden ja immer größer. Von klein auf mittel und jetzt ganz große Frachter. Da kann sich natürlich eine Rumi perfekt verstecken. Aber es waren so viele Toilet Eater, die überrennen doch das Ganze einfach. Vielleicht versteckt sie sich hier in irgendeinem Gebäude, in irgendeiner Halle. Das kann natürlich auch sein. Wir fliegen mal jetzt etwas näher ran und weiter runter. Ich sehe aber niemanden. Ich sehe keine Rumi und auch kein Toilet Eater. Ja, und Mira ist immer noch gefressen worden, oder wie? Guck mal, da hinten ist eine Brücke. Vielleicht versteckt sie sich ja unter der Brücke. Unter der Brücke finde ich eigentlich ein sehr, sehr gutes Versteck. Wie wäre es, wenn wir jetzt mit der Drohne mal unter die Brücke fliegen? Wir fliegen mit euch jetzt zusammen unter die Brücke und ihr könnt es sehen, auf der Brücke fahren ganz viele Autos. Aber das ist echt eine große Brücke. Da gibt es bestimmt ganz viele Verstecke. Ich muss aufpassen, hier sind überall Bäume. Nicht, dass wir unsere letzte und zweite Drohne auch kaputt machen. Du weißt, danach haben wir keine dritte Drohne mehr. Ist die Drohne kaputt, haben wir es nicht geschafft, Rumi zu retten. Aber guck mal, hier sind ganz kleine Autos für Kinder. Wieso denn so kleine Autos? So kleine Autos gibt es doch gar nicht. Ich weiß es auch nicht. Leute, hier kann sich doch nicht Rumi aufhalten, oder? So groß ist doch gerade mein Toilet Eater. Wir müssen auf jeden Fall Rumi finden oder Mira. Eins von den beiden. Oh nein, Zoe! Da ist Zoe und sie kämpft mit Toilet Eater. Es gibt so nicht. Jetzt ist auch noch Zoe als nächstes dran. Nein, hier gucken, sie wird gerade gegessen. Toilet Eater ist gerade. Die arme Zoe, ihr habt's gesehen, sie hat wacker gekämpft, aber am Ende hat sie verloren und Toilet Eater hat sie aufgefressen. Wo ist Toilet Eater hin? Der kann doch nicht einfach Zoe aufessen und jetzt ist sie weg. Natürlich abgehauen, weil ihre Mission war erfolgreich und du weißt doch, wie schnell Toilet Eater ist. Wusch und weg! Das bedeutet, der Toilet Eater ist jetzt wahrscheinlich wieder unten in der Kanalisation. Ja, was machen wir dann hier? Warum sind wir dann immer noch unter der Brücke? Wir konnten Zoe nicht retten, aber wir haben noch eine Chance, Rumi zu retten. Wir müssen auf jeden Fall zurück zu unserer Karte. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ja, dann beeil dich, steh auf! Leute, wir gehen jetzt zurück zu unserer Karte und suchen Rumi. Ich kann es nicht glauben. Zoe wurde gerade aufgegessen von dem Toilettenfresser. Dann lass uns direkt zur Baustelle fliegen, um Rumi zu retten. Das ist unsere einzigste Chance. Hier haben wir noch nicht geguckt. Hoffentlich sind wir nicht zu spät. Drohne muss in die Luft. Das ist unsere letzte Chance. Hoffentlich finden wir Rumi hier auf der Baustelle. Ich kann nur eins sagen, wir werden es schaffen. Wir werden Rumi retten vor dem bösen Toilet Eater. Ihr habt sie auf der Karte gesehen. Der Toilet Eater war alleine. Der Kopf von Rumi war nicht mehr in der Toilette drin. Und eine Baustelle ist ein sehr guter Platz, um sehr gute Verstecke zu suchen. Wir wissen auf jeden Fall, dass Mira gegessen wurde und jetzt auch noch Zoe von dem bösen Toilettenfresser. Aber Rumi,
kriegt der Toilet Eater nicht. Wir müssen Rumi auf jeden Fall mit euch... Da ist sie! Die Rumi versteckt sich, ihr seht es. Sehr gutes Versteck. In der Baustelle, in dem kaputten Haus drin. In der letzten Etage, wo der Toilet Eater nicht hin kann. Jetzt am besten suchen wir jetzt Toilet Eater und schauen, ob Toilet Eater überhaupt in der Nähe ist. Rumi ist wieder zurückgegangen. Rumi versteckt sich in dem Gebäude, da können wir aber nicht rein. Natürlich nicht, aber Toilet Eater kann auch nicht rein. Das heißt, Toilet Eater muss irgendwo da unten sein oder am Haus. Okay, wir fliegen weiter. Freunde, ihr könnt es sehen, dieses Versteck ist perfekt. Rumi ist wirklich schlau. Genau da habt ihr gerade Rumi gesehen. Genau da versteckt sich Rumi im Gebäude drin. Ihr könnt es sehen, guckt mal, Freunde, hier sind ganz viele große Öffnungen. Und überhaupt kein Fenster mehr. Man könnte da eigentlich mit der Drohne reinfliegen, weil es keine Fenster gibt. Wir fliegen jetzt auch zusammen mit euch rein. Oh nein! Rumi kämpft! Nein! Wir kämpfen mit Toilet Eater! Toilet Eater hat Rumi gefunden. Ich hoffe, Rumi ist stärker mit ihrem Schwert! Rumi rennt weg, sie rennt weg. Ja! Ich glaube, Rumi schafft es wirklich! Freunde, ihr könnt es sehen, die Rumi ist wirklich tapfer und stark, sie ist abgehauen. Und sie wurde, ganz wichtig, nicht aufgegessen. Das bedeutet, Rumi hat sich gerade erfolgreich gegen den Toilet Eater gewehrt. Das bedeutet aber auch, Toilet Eater weiß, wo Rumi ist. Toilet Eater ist auch bei der Baustelle. Und ihr wisst ja, ein Toilet Eater kommt selten allein. Jetzt kommen wahrscheinlich bestimmt noch alle seine Freunde. Deshalb müssen wir mit der Drohne jetzt weiterfliegen. Ich weiß, dass wir es schaffen. Rumi mit uns zusammen werden es schaffen. Das sicherste ist, wenn sie sich innerhalb des Gebäudes verstecken. Ja, natürlich. Und deshalb fliegen wir außen rum und schauen, ob da noch andere Toilet Eater sind. Das ist die Tür. Was ist damit? Die ist offen. Soll ich reinfliegen? Das ist doch unsere Chance. Die Tür ist offen. Wie geil ist das denn? Wir fliegen mit euch jetzt zusammen in diese Tür hier rein und dann hoffen wir, dass wir Rumi retten können. Dann schauen wir mal, was hinter der Türe sich befindet. Oh mein Gott! Da ist sie. Hier ist Rumi. Warte, sie winkt uns. Sie braucht unsere Hilfe. Aber wir können doch nichts ausrichten mit der Drohne. Dann müssen wir jetzt sofort zu dieser Baustelle gehen. Ihr kommt mit zur Baustelle. Wir retten Rumi mit euch zusammen.